Hello grade 6, it's Tuesday early afternoon. I'm recording this Wednesday video for you. I hope you're all well, I hope you're enjoying the sun. It's quite busy here today because some 12th graders were here, other kids were here to pick up material, older kids, and a few teachers are here. I'm well too, very happy that the rain has stopped. And I'm very happy today because I have a hairdresser's appointment this evening at 5 o'clock. So when I'll see some of you on Thursday during Zoom conference, you'll see me with a different haircut, with a new color hopefully and shorter hair. And I'm going to tell you how hairdressers work during Corona times. Anyway, back to English. I hope you all did your homework. We'll start again with some riddles. Then I'll give you a new exercise and then I'll say something regarding the presentations. So, your Monday riddles were what goes upstairs and downstairs without moving. Some of you said stairs. Of course, this could be stairs. It could also be a carpet on the stairs. Wonderful. Number 2, the question was what kind of room has no window or doors? Some of you said the space. Absolutely, that's correct. But it could also be a silly answer, a mushroom. So a mushroom obviously has no windows or doors. And then the third question was, what can fill a room but takes up no space? Some of you said air, which of course is correct. My answer was light, also fills a room but takes up no space. But air is absolutely correct too, or light. Now I have 3 new riddles for you. Number 1 is, I am full of holes, Löcher, but still hold water. What am I? So what object has many holes but can still be full of water? Think. Riddle number 2. How far can a fox, ein Fuchs, run into the woods? So the woods is a place where you have many trees. Exactly, ein Wald. So how far can a fox run into the woods? This was riddle number 2. And riddle number 3 is, Mr. Blue lives in the blue house. Mrs. Yellow lives in the yellow house. Mr. Orange lives in the orange house. And now, who lives in the White House? So, send me your answers to these 3 riddles by Friday, please. Then, grammar. I had given you the culture quiz, which, as I told you, is a bit difficult. But I thought that everybody could do the left side with all the question words, and then some of you can also do the right side, and some of you maybe can answer a few questions on the right side. So I'll upload the solutions today. If you didn't know the answers on the right side, it doesn't matter. But I hope that you all had the left side correctly. Ganz kurz auf Deutsch. Ich hatte euch ja gesagt, zu diesem Culture Quiz, die linke Seite kann jeder machen, die rechte Seite könnt ihr vielleicht zum Teil, aber wenn nicht, macht gar nichts. Manche haben vielleicht Spaß daran, die Fragen herauszufinden, dann toll. Aber wie gesagt, wenn ihr die rechte Seite nicht beantworten konntet, gar kein Problem. Eins muss ich vielleicht noch klären, den Unterschied zwischen what und which. You use what when you have many options. So for example, if I ask you, what is your name?
then I use what. Wenn man ganz viele Möglichkeiten hat zum Auswählen, dann nimmt man what. Wenn man nur zwei oder drei Auswahlmöglichkeiten hat oder auf alle Fälle wenige Auswahlmöglichkeiten, eine begrenzte Zahl, dann nimmt man which. Also wenn ihr zum Beispiel vor der Eisdiele steht und ich frage euch, which flavor, welches Geschmack möchtet ihr, welche Sorte möchtet ihr, which flavor do you want? Because you only have 10, 15 flavors. Yeah? But a lot of times both are correct. But when there's a limited choice, eine begrenzte Auswahl, then you'd use which. And when you have a big choice, then you use what. So check your left side again, and I will upload the solutions with today's post. Then I have a new exercise for you, which is a word search. A word search is like it's a kind of a puzzle, and you have to find certain words within this frame. I will So today's word search is all about fairy tales, Märchen, and I will help you with the difficult words, and then I think you can find all the others. So I will help you with the first word. The first word would be crown. C-R-O-W-N. And I also help you with the second one, dieser kleine Gartenzwerg. This in English is a gnome. G-N-O-M-E. I think you can find the other words. Der Zauberstab auf Englisch. You can look it up on the papers that I gave you. Is a wand. A W-A-N-D. And then I think the other words, you can look them up on your sheets. And the same goes for the words below. Maybe one on the bottom words, one is difficult. It's the girl on the right side in the green dress. She's a beauty. B-E-A-U-T-Y. And I think this is it. I think all other words you can find on your sheets, and then you can find them in the word search. So this is today's exercise. So, und jetzt wollte ich noch kurz etwas zu eurem Fairy Tale Project sagen, also ein Märchenprojekt, und das sage ich auf Deutsch, damit es wirklich jeden erreicht. Es ist ja ein bisschen schwierig, das jetzt als Sechsklässler zu Hause möglichst ohne Hilfe der Eltern zu machen. Manchen fällt es leichter, anderen fällt es schwerer. Um euch das ein bisschen zu erleichtern, gebe ich euch jetzt ein paar Tipps, wie ihr das organisieren könnt. Wenn ihr alleine macht, ist es in gewisser Weise leichter. Wenn ihr eine Gruppe seid, dann möchte ich, dass ihr euch möglichst noch heute zusammen telefoniert und verabredet, wo die Geschichte spielt, wer die Hauptpersonen sind in dieser Geschichte. Also geht es um einen Prinzen und eine Prinzessin, geht es um einen Zauberer, geht es um ein Worum geht's, was sind die Hauptcharaktere und was ist so grob, was da passieren könnte. Wenn ihr das festgelegt habt, also vor allem den Ort und die Personen, dann kann eine Person in eurer Gruppe beginnen zu schreiben. Zum Schreiben nehmt ihr euch diese 2 Blätter mit den Words, die ich euch ja gegeben hatte, mit diesen Personen und Orten, die da drauf standen, und legt euch euren Zettel hin mit den unregelmäßigen Verben, dass ihr die nochmal habt, und nehmt euch auch diese extra Ausdrücke, die ich euch geschickt habe. Das legt ihr euch hin und dann fangt ihr an zu schreiben. Ihr könnt ganz viel schreiben, und wenn euch ein Wort nicht einfällt, dann schreibt es auf Deutsch rein. Ihr schreibt es einfach so gut ihr könnt und schickt es bis spätestens Sonntag an mich. Als Zeitvorgabe könnt ihr euch nehmen, dass ihr ungefähr zweimal so 30 bis 40 Minuten da sitzt und was zu Papier bekommt. Und wenn es dann eine halbe Seite ist, die kriegt jeder in der Zeit zustande, dann ist es wunderbar. Und es kann ganz einfach sein, und wenn es halb auf Deutsch ist, dann ist das auch okay. Versucht es einfach so gut ihr könnt mit eurem Englisch zu schreiben. Ihr könnt da wesentlich mehr, als ihr denkt.
In dieser Zeit malen die anderen in der Gruppe. Also bis Sonntag, ihr malt entweder die Charaktere oder ihr malt den Ort, ihr malt im Prinzip kleine Bildchen, die dann am Ende mit dem Text zusammen auf dieses Poster kommen könnten oder können. Schickt der Text von eurem Schreiber, der geht dann wie gesagt bis zum Ende der Woche an mich. Ich habe in den Kalender vom Intranet eingegeben als Zieltag den Freitag. Es kann aber auch noch am Samstag, Sonntag natürlich kommen. Dann, wenn ihr diesen ersten Text habt, dann korrigiere ich euch den kriegt ihr bis Montag zurück und dann ist Arbeitswechsel. Das heißt, die jetzt in dieser Woche gemalt haben, einer davon schreibt dann in der nächsten Woche, der schreibt dann diese Geschichte weiter, der liest dann, was dann drin steht, schreibt es weiter und macht im Prinzip genau das Gleiche, was ich jetzt geschildert habe. Und je nachdem, wie weit ihr dann nach der zweiten Woche gekommen seid, könnte dann eventuell der dritte das Ganze ins Reine schreiben oder man muss dann sehen, ob ihr nochmal weiter, ob es wieder zum ersten zurückgeht, ob es dann den dritten weitergeht zum Weiterschreiben, das sehen wir dann. Aber jetzt für diese ersten 2 Wochen handhabt ihr das bitte so, dass eine Woche der eine schreibt, die zweite Woche der zweite und dann sprechen wir uns wieder. Ja? Und unbedingt eure Vokabeln zur Hilfe nehmen, die ihr dazu habt und eure Ausdrücke, die ihr von mir bekommen habt und vor allem den Zettel auch mit den unregelmäßigen Verben und sonst einfach darauf vertrauen, auf so viele Sachen, die ihr nämlich tatsächlich auf Englisch schon sagen könnt. Ja? Und wenn ihr Fragen habt, immer gerne an mich, aber 2-mal diese Woche eine gute halbe Stunde euch hinsetzen und einfach schreiben. Ja? Ich freue mich auf eure Geschichten. I look forward to reading your stories. I look forward to correcting them. And you please send them by Friday, if not by Saturday or Sunday. This was it for today. I hope you're all well. And today's Wednesday. Tomorrow is our Zoom meeting at 4 o'clock. I would be very happy to see many of you. And there again, we can talk about the fairy tale project and you can ask me as many questions as you have. So, bye-bye grade 6 and talk to you soon. Bye-bye.